Ihr hättet Bock auf einen Beutepanzer von Kobi, habt aber leider die Limited Edition mit dem T34 in deutscher Nutzung verpasst. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem Diekelbogen, einem Figurenpack und einem Set, das gerade ausgelaufen ist, euren eigenen Beutepanzer baut. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute gibt es das erste richtige Tutorial hier auf meinem Kanal. Denn wir mocken bzw. technisch modden uns heute einen Sherman zu einem Beute-Sherman. Dazu nehmen wir einen 1:35 Diekelbogen von Paddinghouse, den Tank Crew Figurenpack, den es bei Kobi aktuell gibt, und den Sherman, das Kobi Set 3044, das es ja auch neu aufgelegt gibt. Und ich glaube, ihr habt die Chance draußen am Markt auch dieses Set noch relativ günstig zu bekommen. Also alles zusammen sehen wir uns gleich auf den Bautisch, überfliegen das Set und dann lade ich euch ein zu den Fakten, denn die werden heute ganz besonders spannend und das Review erst, wenn ich euch dann präsentiere, wie wir hier zusammen einen Beute-Sherman in deutscher Nutzung bauen. Alles, was fehlt, was wir brauchen, gibt es natürlich im Verlauf dieses Videos und natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, da haben wir unsere Utensilien, die wir brauchen für unseren Beute-Sherman, unser Mock bzw. eigentlich Mod, denn wir modifizieren dieses Set ja eigentlich nur. Wir brauchen dafür einmal natürlich das Kobi Pack 2503 mit der German Tank Crew, denn wir wollen ja auch deutsche Panzerfahrer hier drin haben. Dann brauchen wir als Grundlage das Set 3044, 615 Steinchen. Und natürlich im Maßstab 1:35, das war auch der Grund für mich, warum ich dieses Set ausgewählt habe. A, weil ich hoffe, dass es günstiger wird, weil es im Abverkauf ist bzw. ein Rework gibt. Und weil wir hier Steine haben, die ich meine umdrehen zu können und somit wir die amerikanischen Bezeichnungen nicht haben. Eine Figur nur, die geht dann natürlich ins Teile-Lager. Wir schauen uns die Rückseite an. Da sehen wir auch, dass wir hier wieder Steine haben, die wir hoffentlich einfach nur umdrehen müssen. Eventuell haben wir ein Problem bei der Klappe, aber dieses Teil würden wir dann einfach austauschen oder wir gucken, dass wir etwas Utensilien davor packen können. Das ganze Mod wird dann 17 cm lang und 11,5 cm hoch, so wie der eigentliche Sherman auch. Wir brauchen ganz dringend dafür dann natürlich unseren Diekelbogen aus dem Hause Paddinghouse. Alles selber gekauft. Ich habe mich hier für diesen Bogen entschieden, weil er erstmal Balkenkreuze aller Art hat, also schwarz, schwarz-weiß, weiß und in Maßstab 1:35. Und somit können wir spielen. Ich habe mich entschieden, die großen weißen Balkenkreuze zu nehmen, denn meistens wurden bei Beute-Shermans oder generell bei Beutefahrzeugen große weiße Kreuze auf das Fahrzeug angebracht. Das Lustige ist, dass es Bilder gibt, die eine genau solche Lackierung auch darstellen. Teilweise handelt es sich da zwar um einen Sherman Firefly, aber wir bauen hier ganz normal unseren M4A1. Es gibt ja eigentlich da auch eine ganze Menge historische Belege, wie solche Fahrzeuge dann von der Wehrmacht bzw. der deutschen Armee weiter genutzt wurde. Ich reiße den Karton jetzt trotzdem einmal auf, dann gucken wir uns die Steine an. Und die Figuren packen wir einfach zum Schluss dazu. Das ist kein großes Highlight. Und wie immer, auch wenn wir hier modifizieren, der Panzer muss einmal fliegen. Ja, Freunde, da haben wir die Anleitung, die wir gleich ganz wichtig brauchen. Und die Bautüten 1 und Bautüten 2 mit den grünen und schwarzen Steinen aus den Sherman M4A1 Set. Also eine sehr vollgepackte Tüte 1 und eine nicht so vollgepackte Tüte 2. Auf den ersten Blick sehe ich die bedruckten Steine nicht. Daher gucken wir uns jetzt einmal die Anleitung an. Wie immer bei einem Kobi-Set ganz wichtig, schaut hier vorne in die Legende. Da sehen wir, welche Steine wir brauchen. Wir bauen mit der Bautüte 1 den ersten Step.
der ist farblich und dann ist der aktuell immer farblich. Pfeile weisen uns den Weg, wir haben keine Seitenzahlen und wir achten ganz dolle hier in dieser Anleitung auf die Teileliste, die wir hinten sehen in diesem Set und merken, dass wir eigentlich nur diese Plate hier haben, wo wir ein Kreuz drauf haben, das wir so wahrscheinlich mit einem Decal nicht überdecken können. Überdecken ist eigentlich auch nicht so mein Ziel, denn alle Steine, die wir sonst so haben, können wir einfach im Modell umdrehen, also im Sherman hier die Kreuze. Somit machen wir nichts kaputt und können später den Sherman auch wieder zurückbauen. Lediglich so eine Plate, die werden wir uns dann noch besorgen. Alles, wie gesagt, was ihr braucht für dieses Fahrzeug, zum Modellieren, zum Umbauen, zum Mocken, wie auch immer man das bezeichnen möchte, schreibe ich euch in die Videobezeichnung. Ich freue mich darauf, jetzt hier mal ein paar Fakten für euch rauskramen zu dürfen, gerade zum Thema Beutepanzer. Ich kann euch jetzt schon auf jeden Fall nicht nur wegen den Steinen und den Umbauhinweisen die Videobeschreibung ans Herz legen, sondern ich packe da auch einige Links zum Thema Beute Shermans. Gerade von Janab gibt es da tolle Videos unten in die Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei den Fakten, auch vor allen Dingen beim Speedbuild. Schaut ihn euch gerne mal genauer an, wie ihr seht, wie ich das Fahrzeug umbaue und die Decals und das Anbringen der neuen deutschen Besatzung. Das sehen wir dann natürlich im Review, wenn wir dieses Set besprechen. Und ich glaube, es ist ein relativ einfacher und kostengünstiger Weg, wie ihr zu einem uniken Beutepanzer und vor allen Dingen hier einen Beute Sherman kommen könnt. So, genug geschwafelt, viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Modellieren bzw. beim Klemmen. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Heute werfen wir einen Blick auf einen ganz besonderen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, den Beutepanzer Panzerkampfwagen M4 748A. Dieser Panzer ist nicht nur aufgrund seiner Geschichte bemerkenswert, sondern auch durch seine Rolle als Beutepanzer, also als erbeutetes Kriegsgerät, das von der Wehrmacht genutzt wurde. Doch bevor wir tiefer in die Details dieses Panzers eintauchen, schauen wir uns zunächst an, wie Beutepanzer im Allgemeinen im Zweiten Weltkrieg eine Rolle spielten. Die Wehrmacht hatte während des Krieges mit einer Vielzahl von Panzermodellen aus verschiedenen Ländern zu kämpfen. Besonders bei den Westmächten wie zum Beispiel Frankreich am Anfang des Konfliktes erbeuteten die Deutschen viele Fahrzeuge, die sie dann entweder direkt in ihren eigenen Reihen einsetzten oder für den eigenen Bedarf modifizierten und in besonderen Rollen wie der Sicherung oder Partisanenabwehr einsetzten. Der Panzerkampfwagen M4 748A gehört zu diesen Panzern, die nicht nur erbeutet wurden, sondern auch nachträglich mit deutschen Waffen und Ausstattungen versehen wurden. Die Wehrmacht hatte dabei eine interessante Herangehensweise. Beutepanzer wurden oft nicht nur als Kriegsbeute betrachtet, sondern auch als wertvolle militärische Ressourcen, die es zu nutzen galt. Nun zu den Fakten des Panzers, der als Beutepanzer in die Geschichte einging. Der Panzer M4 Sherman, wie er in den Vereinigten Staaten ursprünglich genannt wurde, wurde im Jahr 1941 eingeführt und war einer der erfolgreichsten Panzer des Zweiten Weltkriegs sowie eines der meistgebauten Kampffahrzeuge überhaupt. Der Panzerkampfwagen M4 748A, der von der Wehrmacht so übernommen wurde bzw. im typischen deutschen Klassifizierungswahn so genannt wurde, war eine Variante des M4 Sherman, die mit einer 75 mm Kanone ausgestattet war und eine Besatzung von 5 Mann benötigte. Der Panzer hatte ein Leergewicht von etwa 30 Tonnen und eine Länge von 6,5 Metern bei einer Breite von 2 Metern und 62 Zentimetern und einer Höhe von 2 Metern und 74 Zentimetern. Der M4 Sherman war mit einem Chrysler Multibank-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 350 Pferdestärken ermöglichte. Damit konnte der Panzer eine Höchstgeschwindigkeit von rund 40 km pro Stunde auf ebenem Gelände erreichen. Die Reichweite lag bei etwa 190 Kilometern, abhängig vom Terrain und der Nutzung. Der Panzer war gut gepanzert, wobei die Frontpanzerung bis zu 75 mm dick war und die Seitenpanzierung bei etwa 50 mm lag.
Der M4 Sherman war mit einem Chrysler Multibank-Motor ausgestattet, der eine Leistung von 350 Pferdestärken ermöglichte. Damit konnte der Panzer eine Höchstgeschwindigkeit von rund 40 Kilometern pro Stunde auf ebenem Gelände erreichen. Die Reichweite lag bei etwa 190 Kilometern, abhängig vom Terrain und der Nutzung. Der Panzer war gut gepanzert, wobei die Frontpanzerung bis zu 75 mm dick war und die Seitenpanzerung bei etwa 50 mm lag. Für die Wehrmacht war der Panzerkampfwagen M4 748A besonders wertvoll, weil er auf den Schlachtfeldern der Westfront erbeutet wurde, insbesondere nach der Landung der Alliierten in Nordafrika, Italien, Nordfrankreich und der anschließenden Eroberung von Teilen des französischen Territoriums. Der Panzerkampfwagen M4 748A wurde von den Deutschen sowohl in Kampfhandlungen als Kampfpanzer, Bergefahrzeug oder ohne Turm als Transportfahrzeug sowie als auch für Trainingszwecke genutzt. Die Wehrmacht verwendete erbeutete M4 Sherman-Panzer in verschiedenen Varianten, darunter auch als Trainingspanzer oder als Unterstützungseinheit für den eigenen Vormarsch. Die Deutschen modifizierten die Beutepanzer oft, um sie an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Dabei wurden sie nicht nur mit anderen Waffen, sondern auch mit unterschiedlichen Kommunikationssystemen ausgestattet. Es gab zum Beispiel einen T-34 mit 4 Linksflak. Die Besatzungen mussten sich in der Bedienung dieser erbeuteten Fahrzeuge oft umgewöhnen, da die Bedienung des M4 Sherman sich von der Bedienung der deutschen Panzer wie dem Panzer IV oder dem Panther unterschied. So wurde der Beutepanzer häufig nicht nur als eine waffenstarke Kriegsbeute betrachtet, sondern auch als Symbol für die Anpassungsfähigkeit der Wehrmacht an die Kriegsbedingungen, sowie als Aufstockung der Panzerwaffe mangels Wirtschaftskapazitäten. Interessanterweise gehörten zu den Beutepanzern des M4 Sherman nicht nur jene, die direkt von der Wehrmacht erbeutet wurden, sondern auch Panzermodelle, die später als Land-and-Lease-Fahrzeuge bei anderen Nationen wie Frankreich oder Großbritannien verwendet wurden und dann in die Hände der deutschen Truppen gelangten. Dies zeigt, wie international der Krieg und die Nutzung von Beutepanzern war. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass viele dieser Beutepanzer von der Wehrmacht zu Übungszwecken und in der Ausbildung genutzt wurden. Sie waren für die Soldaten eine Möglichkeit, sich mit verschiedenen Panzermodellen vertraut zu machen, die auf den Schlachtfeldern der Front zum Einsatz kamen. Obwohl der Panzerkampfwagen M4 748A als Beutepanzer wenig Erfolg in Kampfeinsätzen hatte, auch aufgrund der Munition und Ersatzteilversorgung, war er in bestimmten Situationen ein wertvolles taktisches Mittel. Der M4 Sherman und seine Varianten blieben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein bedeutender Teil der Kriegsführung auf beiden Seiten des Konflikts. Die Tatsache, dass die Wehrmacht den Panzerkampfwagen M4 748A bis zum Kriegsende nutzte, zeigt die Bedeutung dieses Panzers für die Kriegsmaschinerie der Deutschen trotz seiner Herkunft und der strategischen Nachteile im direkten Vergleich mit den deutschen Panzerwaffen. Es ist überliefert, dass sogar bei der Verteidigung von Berlin mindestens ein deutscher Sherman im Einsatz war. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Panzerkampfwagen M4 748A nicht nur ein faszinierendes Beispiel für die Nutzung von Beutepanzern durch die Wehrmacht ist, sondern auch, wie schon erwähnt, ein Symbol für die Anpassungsfähigkeit der deutschen Truppen während des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn der M4 Sherman nicht die gleiche Feuerkraft und Panzerung wie die deutschen Modelle hatte, war er in der Lage, wichtige taktische Funktionen zu erfüllen. Der Beutepanzer M4 Sherman ist somit ein interessantes Kapitel der Panzerkriegsgeschichte. Generell ist das Thema Beutefahrzeuge eines, das mich sehr interessiert. Ich hoffe euch auch, lasst mich gern euer Feedback in den Kommentaren wissen. Ebenso habe ich meine Quellen in der Videobeschreibung hinterlegt. Ich bin gespannt, wie euch gleich im Review meine einfache und günstige Variante eines Beute-Shermans aus Kobi-Steinen gefällt. Ja, Freunde, wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Review, denn jetzt kommt die Handarbeit. Wir haben den Sherman M41 fertig. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt alle die Plates nach hinten gebaut. Wir schauen uns das auch später nochmal ganz genauer an. Jetzt aber der Veredelungsteil. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Freunde, ich möchte euch hier etwas zeigen, ein Tutorial, wie ihr mit wenig Geld, wenig Aufwand
euer Set hier unique machen könnt. Und somit ist dieser Sherman M4A1 ja eher so ein Showcase, unser Mock-up. Denn historisch gesehen wäre wahrscheinlich eine spätere Sherman-Version, eine M4A2, A3, wie auch immer, hier korrekter für so einen Beute-Sherman. Aber wir stellen uns einfach vor, es ist 1945, die letzten Stunden haben geschlagen und es wird alles zusammengekratzt, was es gab und gibt. Und da waren auch vielleicht ein paar M4A1 dabei. Es gibt ja historisch Belege für solche Beutekompanien, die zum Ende noch an die Front geworfen wurden. Also hier historisch machen wir mal ein Gänsefüßchen vorne und hinten hinter das Wort. Wir wollen aber euch ja hier eigentlich nur zeigen, wie ihr euer Set mit wenig Aufwand, und wenig Aufwand meine ich damit Geld in Form von teuren Kobi Einzelsteinen veredeln könnt. Und dafür habe ich euch schon gesagt, nehmen wir Decals von Peddinghaus. Einfach ganz normale deutsche Balkenkreuze im Maßstab 1:35. Und wenn ihr mal genau schaut, da seht ihr auch weiße Schimmern und die benutzen wir, denn mit weißen übergroßen Balkenkreuzen wurden solche Fahrzeuge markiert. Und da es schnell gehen soll, ich habe euch gesagt, wir denken uns hier die letzten Tage des Regimes aus, können wir diese auch aufbringen, ohne jetzt hier wirklich auf die Ordentlichkeit, auf den rechten Winkel achten zu müssen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr habt, Kobi-Aufkleber nehmen aus der World of Tanks Serie oder ihr nehmt wie ich hier irgendwelche China-Aufkleber, ich weiß gar nicht woher, aber ich möchte euch Decals zeigen, denn A ist das, glaube ich, eine deutsche Firma, Peddinghaus, und B gibt es da eine ganze Menge, mit denen ihr eure Sets aus dem Hause Kobi noch besser veredeln könnt. Und Aufkleber, da sehen wir immer so ein bisschen den Film. Bei den Decals ist das nicht ganz so. Was wir dafür brauchen, ist vielleicht ein bisschen Alkohol, um die Sets ordentlich sauber zu machen. Ein Teiletrenner, den benutze ich immer dazu. Wir brauchen eine Schere, wir brauchen eine Pinzette und wir brauchen etwas Wasser, denn so funktionieren die Decals. Man schneidet sich den Bereich raus, den man braucht, und legt ihn ins Wasser, und dann kann man diese Aufkleber, in Anführungszeichen, diese Wassertransferfolienaufkleber abnehmen. Ich schneide jetzt einmal hier die weißen Kreuze raus. Ich nehme extra die großen weißen Balkenkreuze. Ich habe es euch gesagt, die schwarzen heben wir uns auf für später. Ich zeige euch nämlich am Ende des Videos noch einmal, wie man es auch machen kann. Also es gab auch so schwarze Balkenkreuze, aber meistens wurde es ganz schnell mit weißer Farbe dran gepinselt. Da gibt es auch ein paar historische Fotos. So, wir haben uns jetzt die weißen Balkenkreuze rausgeschnitten. So viele brauchen wir auch gar nicht. Wir nehmen trotzdem hier noch einmal ein paar kleine weiße Balkenkreuze. Die gibt es hier auch. So, die schneiden wir uns raus. Und dann legen wir die einfach nur ins Wasser. Und dann können wir diese aufbringen auf unseren Kobi-Stein. Hat halt den Vorteil, wir versauen keinen Stein. Es ist nicht für immer. Wir können es wieder abkratzen mit dem Fingernagel und haben trotzdem relativ schnell unser Fahrzeug. Und wir suchen uns gleich mal zwei Balkenkreuze aus, hier, und machen das an dem Turm. Ich zeige euch das einmal, dann gehen wir off-camp, ich mache alles fertig und dann sehen wir uns danach wieder. Aber erst einmal möchte ich euch zeigen, wie das geht. Also, wir nehmen hier den Deckel, legen den ins Wasser. Das braucht auch nicht viel, es dauert auch nicht lange. Wir nehmen den hier. So. Wir nehmen den Turm einmal ab, weil dann geht es am besten, und ich denke, wir suchen uns dann hier eine der beiden Fliesen aus. Am besten nicht direkt in der Mitte. Ihr seht vielleicht schon hier, dass es aufschwimmt. Das war es schon. Also es braucht nicht lange bei diesen Decals. Und dann können wir es hier so rausschieben. So, oh, der braucht sogar noch ein bisschen. Dann lassen wir ihn. Dann nehmen wir den anderen. Ich habe jetzt euch eben gerade extra Pinzette gezeigt. Und was macht der Bloxy? Fasst es mit den Fingern an. Natürlich nehmen wir hier die Pinzette. So. Mit dem Teiltrenner geht es auch. Damit habe ich es auch schon gemacht. Und dann setzen wir das hier so auf und ziehen unser Balkenkreuz hier rüber. Ich habe euch gesagt, man braucht es nicht ganz ordentlich machen, denn so
Es soll ja aussehen nach Beute, letzte Stunden des Regimes. So, wir machen das mal so. Wir machen das Abbild mal ein bisschen schräg. Nicht perfekt. So, da haben wir es drauf. Auf der anderen Seite auch. Wer jetzt sagt, um Gottes Willen, Bloxy, das sieht ja richtig schrecklich aus. Wie kannst du nur? Wie gesagt, das hier ist ein kleines Tutorial. Ihr müsst euch vorstellen, euer Panzerset eurer Wahl und eure vielleicht Nation eurer Wahl. Und dann, da schwimmt es sogar auf. Deswegen, seht ihr, es war jetzt zu lange. Deswegen den Teiletrenner, weil damit kann man hier gut runter. Und da haben wir es. Und wir haben sogar schon kaputt gemacht. So. Aber wir machen es wieder gerade. Einfach hier an den Fingern. So. Und dann nehmen wir hier die Fliese. So. Tada. Und haben dann hier unser Balkenkreuz. Etwas auch nicht gerade. So. Und ihr könnt euch jetzt auch denken, warum ich jetzt hier die Slope genommen habe, nicht die hintere, weil wir da diese Luke haben. Und da auch. Alles mit Absicht etwas schräger. Wir lassen es jetzt trocknen. Ich nehme jetzt noch den Rest des Shermans ins Visier. Und dann sehen wir uns zum Abschluss. 5 minutes later. Ja, Freunde, nach 3 Stunden Roundabout Bau- und Klebezeit sind wir dann fertig mit unseren Sherman M4A1 Beutepanzer. Ganz wichtig, ich habe euch jetzt ja hier das Set 3044 empfohlen. Gibt natürlich auch noch andere Varianten. Nehmt die, die ihr am besten findet. Dieses Set ist halt im Ausverkauf und ich hoffe, dass ihr einfach draußen vielleicht das günstig noch bekommt, denn es gibt ja auch eine Nachfolgeversion. Schaut einfach nach Schnappern. Theoretisch könnt ihr ja jeden Sherman nehmen. Ich schneide euch auch gleich diesmal keine Video- oder Fotoshow dieses Shermans hinein, sondern ich schneide euch 1, 2, 3 Fotos von Beute Sherman rein, damit ihr vielleicht selber auf Ideen kommt. Ich habe euch gesagt, um diesen Sherman, den wir vorhin beklebt haben, so zu bekommen, dass wir einen deutschen Beute Sherman haben, brauchen wir noch final unsere German Tank Crew von Kobi, die 2053. Die schauen wir uns kurz einmal an. Wir haben nämlich einmal hier unseren deutschen Tanker, hier mit rosa Litzen und Abzeichen, Dienstglas, Luger, Kopfhörer und eine richtig schön bedruckte Figur, schwarze Stiefel. Also diese deutschen Panzeruniformen in schwarz mit diesen rosa, die haben was. Ganz cool finde ich halt hier einfach, dass trotz schwarz die Kamera versucht es einzufangen, wir viele Details haben. Wir haben das weiße Hemd, wir haben die Krawatte, wir haben die Koppel und die Abzeichen. Also eine richtig coole Figur, die benutzen wir aber nicht. Wir haben dann hier unseren Tanker mit Handschuhen und rosa Wänkchen. Wir haben die M43 Felsmütze in schwarz, die ich ein paar Mal in Videos schon angehabt habe. Hier haben wir die Jacke zugeknöpft, ein graues Hemd, graue Handschuhe, Kanister, einen Schraubenschlüssel und keine großen Stiefel, sondern kleine Schuhe. Und dann haben wir eine spätere Ausführung, nämlich mit dieser Feldjacke, auch wieder die Feldmütze. Diesmal haben wir hier rot umrandet, die Kragenspiegel, aber grün mit Koppel und braunen Schuhen und einer MP40. Diese Figur nehmen wir gleich noch und stecken sie dann in unseren Sherman. Wir schauen uns erst einmal an, was wir genau gemacht haben. Ich habe euch gesagt, wir haben Decals aufgezogen. Das Problem bei diesem Decalbogen war, dass wir jedes Kreuz einzeln ausschneiden mussten. Und ihr seht hier, wenn man gegen Licht hält, dann sieht man schon ein bisschen diesen Decalfilm. Und da habe ich es nicht sauber gemacht, weil wir hier keine einzeln ausgestanzten haben. Ich kann euch sagen, bei Paddinghaus und auch bei anderen Decal-Herstellern kriegt ihr auch teilweise Decals, die einzeln fragmentiert sind. Das heißt, da schneidet ihr dann nur den Decal aus und habt dann auch nur den Decal, den Aufkleber, den ihr haben wollt, und habt dann nicht so wie ich jetzt hier noch so einen Film. Aber ich kratze die wieder ab. Ich wollte euch ja zeigen, dass das hier alles temporär nur ist. Das zeige ich euch auch am Schluss. Ihr seht hier da übergroße weiße Balkenkreuze, nicht sauber versucht, habe ich sie drauf zu machen, etwas schräger, auch von oben und von der Seite, auch einfach, damit es schräg aussieht.
damit wir hier wirklich den Eindruck haben von hektisch, schnell aufgesetzt. Und auch ganz hinten hier das Balkenkreuz. Ich habe euch gesagt, diese Fliese ist eigentlich die einzige, die wir tauschen müssen. Wir haben sie hier in den Steinen, die über sind, denn ich habe euch hier ein Mod-Mock von mir nochmal gezeigt. Das sind die Steine, die komplett über sind, wenn man es umbaut. Aber das hier ist die Fliese, die bedruckte, die wir nicht weghexen können. Ihr könnt aber auch einfach das Balkenkreuz über, hier haben wir die Fliese auch nochmal, drüber machen. Auch am Turm oder an den Steinen, denn auch das wurde natürlich gemacht, seht ihr auch gleich bei den Bildern. Also ihr müsst da jetzt nicht so clean vorgehen wie ich. Wie gesagt, dieser M41 ist ja auch hier nur ein Beispiel. Ich kratze die Kreuze hier auch wieder ab. A, weil ich es euch zeigen wollte, und B, weil ich dieses Fahrzeug nochmal umbauen möchte in ein Fahrzeug einer anderen Nation. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben und raten, was ihr denkt, was es sein wird. Was ich euch noch zeigen möchte, ist die Figuren. Und da klappen wir die Luke hier auf, denn wir wollen eine Figur da reinbauen. Wir können eine Figur da reinstellen, das sieht aber blöde aus, denn die Figur ist eigentlich viel zu groß. Wir haben nämlich hier unseren Late Tanker, den nehmen wir, und wenn wir ihn hier reinstellen, ist der einfach viel zu groß, guckt viel zu groß heraus. Das möchte ich nicht. Deswegen klauen wir seine Beine. Wir nehmen eine Kubi Jumper Plate, ist egal welche Farbe, weil wir sehen es dann eh nicht. Und wir nehmen einmal ein Surround Plate, klemmen die hier drauf, packen die hier unten rein. Ihr seht, da ist eine Öffnung. Zack, schon haben wir eine halbe Figur. Diese halbe Figur können wir hier in den Turm rein klemmen. So, ist fixiert drin, ist fest drin. Können das Gesicht noch ausrichten. So, ihr könnt sogar, wenn ihr meint, ach pass auf, der Herr hat eigentlich eine schwarze Mütze, nehmt dann noch eine schwarze, das passt ja authentisch auch. Und dann nehmen wir das Teil hier und klemmen die Luke wieder dran. Und fertig ist die Luke und schon sieht es etwas dynamischer aus. Ich finde, für ein paar Euro, also das Figurenpack, dann den Decalbogen, haben wir doch hier schnell einen kleinen, uniken Sherman zusammengebaut. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch Bloxy, wir wollen aber noch das Review sehen zur 3044, das wird auch noch kommen. Ich werde für die Company of Heroes Serie auch noch Reviews machen. Ja, das ist der umgebaute Sherman hier. Wirklich nur ein paar Steine umgedreht. Hier, hier und die Steine hier hinten einfach nur umgedreht und diese Plate ausgetauscht. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach die Plates überkleben mit den Decals. Das wäre sogar historisch auch gar nicht so verkehrt. Dann schauen wir uns mal hier meinen Sherman an. Es ist übrigens, wie gesagt, das gleiche Set, den ich noch mehr umgebaut habe. Hier vorne den kompletten Frontbereich habe ich umgebaut. Wie gesagt, die Steine, die über sind. Ich habe hier diesen ganzen Kladderadatsch der Kisten und Holzbalken und so weiter und Sandsäcke abgebaut. Habe mir eine eigene Abdeckung für den Motor gebaut und habe auch das MG hinten entfernt. Habe ein deutsches hinzugefügt, das wahrscheinlich überhaupt nicht realistisch wäre, aber ich finde, so wird es noch etwas uniker und habe natürlich auch überall die Balkenkreuze mit den Decals bzw. von den Decalbogen, den ich gerade gemacht habe, angebracht. Das geht natürlich nur, wenn ihr ein bisschen ein Steinefundus habt, um etwas mehr umbauen zu können. So, die Deckel ab, hier hinten zum Beispiel, oder hier vorne die Schräge, der Helm und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr genug Kobi-Steine habt, dann könnt ihr das hier machen. Die Ketten habe ich quasi dran gehext hier an der Seite und hier vorne, diese hier habe ich bautechnisch gelöst. Vielleicht ein bisschen cheaten, aber da Kobi-Steine relativ teuer sind, denke ich mal, ist das manchmal angebracht. Wie das alles so geht, zeige ich euch in weiteren Videos. Ich werde euch auch zeigen in weiteren Videos, wie ihr solche Drucke, die ihr vielleicht gar nicht haben wollt, auch wegbekommt. Das zeige ich euch auch. Generell steigen wir tiefer in das Thema Modding bzw. Mocking ein. Und eine Sache fehlt natürlich noch, last but not least, die Figur, die wir jetzt nicht brauchen. Hier unseren Tanker aus dem Company of Heroes Set. Natürlich brauchen wir die. Die wird irgendwann umgebaut zu einer anderen Zeit auf einem anderen Modell wieder Platz finden. Ihr könntet hier auch zum Beispiel den Kopf jetzt hier einfach nehmen und die noch zu einem deutschen Kopf machen, wenn wir hier unsere Figur nehmen, so, die ihr jetzt ja immer einfach austauschen könnt, und dann findet sich auch noch das Gesicht wieder auf unseren Sherman hier
zack. Und das war's. Ja, wie gesagt, diesmal keine Detailbilder, denn wichtig fand ich hier, dass ich euch die Decals gezeigt habe, die wie gesagt fest sind, aber die ihr jederzeit mit dem Fingernagel wieder abkratzen könnt. Ganz leicht. Und somit habt ihr ein temporäres, schön ist natürlich im Auge des Betrachters, aber etwas, wie soll ich sagen, ihr habt etwas Prise eurer eigenen Leistung hier an so einen Set gepackt. Wichtig natürlich, das ist jetzt hier nur Showcase. Ich habe den Sherman genommen, weil er halt, wie gesagt, gerade am Auslaufen ist, das Set, beziehungsweise es gibt es nicht mehr. Ein Nachfolger ist da. Und es ist quasi hier unser Beispiel, wie ihr selber euch verwirklichen könnt. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr sowas gemacht habt, vielleicht einen Link zu Instagram oder zu Flickr oder wo auch immer, unten in die Kommentare schreiben. Gerne dürft ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet, dass ich euch zeige, wie ihr so ein bisschen ja, mocken bzw. modden könnt. Lasst mich das gerne bitte alles wissen. Und dann, ja, liebe Freunde, schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, würde ich sagen. Ja, Freunde, das Video ist schneller zu Ende, als das ein normales Tutorial eigentlich dauert, oder, liebe Freunde? Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist das erste Tutorial-Video mit dem Thema Kobi. Vorproduzierten Inhalt in dieser Reihe gibt es schon, also die Reihe fängt jetzt erst gerade an. Wir werden darüber sprechen, zum Beispiel, wie wir böse, heißgeliebte Prinz von Fliesen wegkriegen. Wir werden darüber sprechen, wo bekomme ich überhaupt so Decals her oder wie mache ich meine eigenen Decals. Und wir werden darüber sprechen, und das wird ein großer Themenpot, wie komme ich eigentlich an Kobi-Steine heran, denn sie sind ja relativ teuer. Und natürlich auch inkludiert, welche Sets eignen sich ganz besonders zum Schlachten. All das in dieser neuen Reihe. Alles, was ihr euch wünscht, wollt ihr vielleicht meine Mods mal sehen, das dürft ihr mir alles unten in die Kommentare schreiben. Diese beiden Sets findet ihr demnächst auf meinen Social Media Kanälen. Und noch ein kleiner Disclaimer. Natürlich ist das historisch alles so ein bisschen auf wackeligen Füßen gestellt. Ich habe euch zwar historische Bilder in diesem Video eingefügt, ich habe mir auch extra Literatur besorgt. Da gibt es natürlich noch viel bessere, aber ich bin ja hier nur Hobbyhistoriker, wenn überhaupt. Das Wort Historiker darf ich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Deswegen war das Themengebiet Sherman hier eigentlich eher, um euch tolle Fakten zu liefern und um hier meine grüne große Fläche zu haben, die wir mit Decals bespielen konnten. Wie gesagt, lasst mich eure Meinung wissen, schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr mir eure Meinung direkt mitteilen wollt, könnt ihr auch gerne auf meinem Discord joinen. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, Freunde, ja, ein Panzer ist auch nur ein Auto. Eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.